Buongiorno, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir werden heute einen Bolognese Ragout kochen, den komplett vegan ist. Also sehr passend zu Veganuary, wo wir jetzt gerade befinden, aber kann natürlich genossen werden den ganzen Jahr. Fangen wir an. Dieses Rezept ist meine Interpretation von den Backofen-Ragout von Ottolenghi. Habe ich aber sehr stark italienisiert und ziemlich viele Zutaten auch verändert oder weggelassen, damit es einfacher ist. Und hat die Besonderheit, dass die ganze Kochzeit im Backofen stattfindet, was uns erlaubt, dass Kochzeit, was normalerweise für normale Ragout, vegetarisch, vegan oder normal, zwischen 3 und 4 Stunden ist, mehr als zu halbieren. Die 2 größten Herausforderungen, wenn man eine Ragout nachkocht, vegan oder vegetarisch, sind der Umami-Geschmack wieder zu erzielen, weil der kommt aus dem Fleisch. Und 2, die Konsistenz von einem Ragout zu haben, also diese kleinen Bisse, aber dass es alle auch schön cremig ist und nicht zu trocken. Wir fangen erstmal an mit dem Umami. Für den Umami-Geschmack benutzen wir Pilze. Wir haben erstmal 400 Gramm frische Pilze, das sind braune Champignons, was ich heute im Supermarkt gefunden habe. Wenn ihr andere Pilze benutzen wollt, geht es auch. Dann habe ich hier 40 Gramm getrocknete Pilze, 100 Gramm getrocknete Tomate, eine Dose ganz normale Dosentomate. Und wir fangen aber an mit dem italienischen Soffritto. Also wir haben Möhren, also ich habe eine ganz dicke und eine normale. Zwiebeln, eine große, 2 kleine oder 2 große. Dann haben wir etwas Sellerie, ich werde ungefähr 4 Stangen benutzen. Und was nicht in der normalen Soffritto ist, aber heute benutzen wir es auch, wir tun noch 4 Knoblauchzehe. Die ganzen Zutaten außer die Dosentomaten müssen jetzt ganz fein gehackt werden. Ich benutze einen ganz normalen Mixer dafür, denn ich keine Lust heute habe auf meditative Arbeit. Aber wenn ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr auch euch ein schönes Messer nehmen und das Ganze ganz fein hacken. Wir nehmen jetzt das Ergebnis und tun wir in eine Pfanne, die ofenfest ist. Ich benutze diese Gusseisenpfanne. Das ist keine Fancy, ist die Amazon Basic. Und ehrlich, für den Preis funktioniert sie wirklich 1A. Ich verlinke hier unten in den Description, falls ihr eine Gusseisenpfanne, also Topf haben wollt, für Anfänger, ohne broke zu werden. Und jetzt machen wir genau das gleiche mit dem Rest der Zutaten. Also mit den Pilzen? Mit den Pilzen und dann mit den anderen Pilzen. Wie ihr gesehen habt, sehen meine gemaschte Pilze schon wie gehackt ist. So, wir nehmen jetzt die trockenen Pilze. Wir brauchen sie nicht in Wasser wieder zu rehydrieren, weil die werden jetzt über 1,5 Stunden kochen. Jetzt kommen noch die Dosentomate.
plus sciacquino. Und Olivenöl. Ungefähr 180 Milliliter. Also nicht zu geizig. Es gibt sonst kein Fett hier. Das Ganze kommt jetzt so ohne Deckel 40 Minuten im Backofen bei 180 Grad. Bitte immer gucken, dass es genug Flüssigkeit drin ist. Allerdings muss das Ganze ein bisschen trocknen. Ne? Das muss ein bisschen so angebrannt sein am Rande, wenn es fertig ist. Nach den 40 Minuten kommen wir zurück, weil dann kommen noch weitere Zutaten dazu. 40 Minuten später kommt der zweite Teil des Rezepts, da wo wir ein bisschen Biss in der Soße reinbringen. Und es ist wesentlich einfacher als der erste Teil. Den Backofen lassen wir an. Wir fügen jetzt hinzu 250 Gramm braune Linsen, 100 Milliliter roter Wein und ich habe hier 1 Liter Brühe. Ich werde jetzt nicht von Anfang an das Ganze benutzen. Ich werde das während der Ragout noch kocht, immer wieder hinzufügen. Das ist auch ein bisschen abhängig, wie trocken wir die Soße haben wollen am Ende. Die ist ja noch sehr weich. Und jetzt Deckel zu. Und wieder 40 Minuten im Backofen. Nach 15 Minuten riecht es hier schon unglaublich lecker. Und wir gucken, ob wir noch Flüssigkeit hinzufügen müssen oder nicht. Das sieht noch gut aus. Ich lasse es und in 15 Minuten checke ich nochmal. 30 Minuten. Jetzt probieren wir auch, wie weit die Linsen sind. Die Linsen brauchen definitiv noch 10 bis 15 Minuten. Der Geschmack ist bereits unglaublich. Richtig gut. Wie ihr bemerkt habt, ich habe gar nicht gesalzen, weil zwischen den trockenen Tomaten und die Brühe und so weiter, es ist eigentlich schon salzig genug. Ihr könnt natürlich am Ende, wenn es alles gekocht ist, noch nachsalzen. I'm quite impressed with myself. Es sind weitere 15 Minuten vergangen. Unser Ragout soll jetzt fertig sein. Und hier unser Endergebnis, die perfekte Farbe, die perfekte Konsistenz und den perfekten Geschmack. Bitte lasst uns wissen in den Kommentaren unten, ob euch das geschmeckt hat, wie ihr das nachgekocht habt. Am Ende haben wir nur 1,5 Liter Brühe benutzt und nicht die ganze. Nächstes Mal werde ich versuchen, mit weniger Wasser am Anfang und dann die ganze Brühe zu benutzen. Aber das ist das Endergebnis. Bis zum nächsten Mal.